Es klingt wirklich unglaublich und dennoch ist es wahr. Die US Air Force hat versucht, die Rotation der Erde zu stoppen. Und auch wenn das heutige Video mal nicht direkt von UFOs und Aliens handelt, haben tatsächlich Außerirdische ein ganz klein wenig damit zu tun. Und damit hallo meine Lieben zu einem wirklich verrückten Plan der USA. Wie dieser überhaupt zustande kam, wie die US Air Force die Erdrotation stoppen wollte und warum die Existenz von Außerirdischen dazu beitrug, diesen Plan zu stoppen, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Das hier ist die sogenannte Tsar-Bombe, die stärkste jemals gezündete nukleare Waffe und damit auch die mächtigste Bombe des Kalten Krieges. Die offizielle Bezeichnung lautet AN-602, 8 Meter lang, 2 Meter im Durchmesser, 27 Tonnen schwer. Im Besitz von Russland bzw. der damaligen Sowjetunion wurde sie am 30. Oktober 1961 gezündet, auf der Insel Nowaja Simlja, dem neuen Land. Und gar ihre Erbauer hatten so viel Ehrfurcht vor ihr, dass sie die Bombe nicht voll bestückten, so dass sie nur eine Energie von 50 Megatonnen abgab, statt den möglichen 100 Megatonnen. Doch selbst so hatte die Tsar-Bombe eine solche Wucht, dass sie die Little Boy, also die Hiroshima-Bombe, um das 4000-fache übertraf. Obwohl man sie in 4 Kilometern Höhe explodieren ließ, verursachte sie einen riesigen Krater auf dem Boden. Der Atompilz schoss ganze 64 Kilometer in die Höhe. Ihre Druckwelle umrundete 2,5 Mal die Erde. In Finnland und Norwegen gingen Fensterscheiben zu Bruch. Der Funk im gesamten Gebiet fiel aufgrund der Strahlung komplett aus. Und den Blitz dieser atomaren Megaexplosion sah man noch in 1000 Kilometer Entfernung. Nicht vorzustellen, wenn eine solche große Bombe eine Großstadt wie Paris treffen würde. Ganz Europa hätte unter ihren Auswirkungen zu leiden. Eine solche Bombe in den Händen der Russen sorgte natürlich für ziemliche Panik unter der amerikanischen Bevölkerung. Es musste ein Plan her. Sollten die Russen diese oder auch andere ihrer nuklearen Waffen auf die USA abfeuern, sie hätten ihnen nichts entgegenzusetzen. Eine dieser mit Atomsprengköpfen beladenen Interkontinentalraketen würde durchkommen. Nicht alle hätte man über dem Meer abschießen können. Es musste ein Plan her, alle Raketen auf einmal abzulenken. Dieser Plan war schließlich das Project Retro, das verrückteste Vorhaben, was jemals in Erwägung gezogen wurde. Nicht nur innerhalb des Kalten Krieges, sondern wohl in der gesamten Menschheitsgeschichte. Aber fangen wir von vorne an. Der Kalte Krieg und das daraus resultierende Wettrüsten zwischen den USA und der UdSSR veranlassten beide Länder dazu, über einige ziemlich verrückte Ideen nachzudenken. Man dachte gar darüber nach, den Mond mit Atomwaffen zu bombardieren. Warum auch immer. Vielleicht um die Amerikaner daran zu hindern, dort zu landen. Und bitte jetzt keine Kommis zu Fake-Mondlandungen, denn das, was jetzt kommt, ist umso einiger interessanter. Und ja, auch noch verrückter. Der Whistleblower Daniel Ellsberg enthüllte in seinem Buch The Doomsday Machine, Confessions of a Nuclear War Planner, die verrückteste Idee von allen. Und natürlich stammt sie nicht von den Russen, sondern von den US-Amerikanern. Ellsberg selbst ist bekannt geworden durch die sogenannten Pentagon Papers. Aus diesen durchgesickerten Akten ging hervor, dass die Ziele des Vietnamkriegs ganz andere waren als eigentlich öffentlich dargestellt. Die geplante Veröffentlichung in der New York Times wurde von der US-Regierung gestoppt. Aber das nur am Rande, um diesen Whistleblower ein wenig einzuordnen. Im Jahr 1960 wurde Ellsberg in seiner Rolle als strategischer Analyst bei der RAND Corporation von der US-Luftwaffe gebeten, einen geheimen Vorschlag zu überprüfen. Dieser wiederum behandelte einen Plan zum Umgang mit einem überraschenden Atomangriff seitens der Sowjets, insbesondere um zu verhindern, Amerikas Atomwaffenarsenal zu zerstören. Dieser Vorschlag trug den Titel Project Retro und dieser war auch bereits durch eine Reihe von Luftwaffenbüros gegangen, wie Ellsberg es berichtet.
Mehrere Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sowie Wissenschafts- und Technologieabteilungen hätten diesen verrückten Plan eingesehen und tatsächlich überdacht, wie man diesen auch umsetzen könne. Dies wiederum überraschte Ellsberg dann doch sehr, denn beim Lesen des Vorschlags wurde ihm ziemlich deutlich, dass es sich um eine ziemlich verrückte Idee handelt. Der Plan bzw. der Vorschlag sah im Detail vor, dass die USA eine riesige rechteckige Anordnung von 1000 Atlas-Triebwerken der ersten Stufe zusammenstellen sollten. Den größten Raketenantriebsmotor mit Tausenden an Raketen. Dieser wiederum sollte in einer horizontalen Position fest auf der Erde verankert werden, ausgerichtet entgegen der Erdrotationsrichtung. Ellsberg nennt dann auch den Grund für das Vorhaben. Der Offizier, der diesen Vorschlag ins Leben gerufen hat, stellte sich vor, dass, wenn unsere Radarsysteme für das Frühwarnsystem für ballistische Raketen eine große Flotte von Raketensprengköpfen entdecken und auf den riesigen Bildschirm von NORAD melden würden, die aus der Sowjetunion, also über den Nordpol kommen und auf unsere Raketenfelder in Nord- und Süddakota, Wyoming, Montana und Missouri gerichtet wären, die Atlas-Triebwerke möglichst gleichzeitig gezündet werden müssten, um die Erdrotation vorübergehend zu stoppen. Die sowjetischen Raketen würden somit auf ihrer Trägheitsbahn ihre beabsichtigten Ziele umgehen oder überfliegen. Unsere landgestützte Vergeltungstruppe würde gerettet werden, um, wenn sich die Lage wieder entspannt hätte und die Erde sich wieder normal drehe, einen Vergeltungsangriff gegen die Städte und weiche militärische Ziele der Sowjetunion durchzuführen. Die Logik von Project Retro ist dabei gar nicht mal so abwegig. Stellen wir uns eine Interkontinentalrakete vor. Sie braucht 30 Minuten, um von der Sowjetunion nach New York City zu fliegen. Die Sowjets würden ihre Interkontinentalrakete nicht dort ausrichten, wo sich New York zum Zeitpunkt des Abschusses befindet, sondern dort, wo die Stadt aufgrund der Erdrotation in 30 Minuten sein wird. Wenn man jedoch zum Zeitpunkt des Abschusses die Erdrotation stoppen würde, dann verfehlt die atomare Rakete ihr Ziel. Die Berechnungen ergaben, dass wenn eine Rakete ihr Ziel um etwa 10 Meilen, also rund 16 Kilometern verfehlen soll, so müsste die Erdrotation 20 Minuten lang angehalten werden. Also auf den ersten Blick gar nicht so verrückt, zumindest der Grundgedanke. Ellsberg erkannte aber schon damals, man muss wirklich kein Genie sein, um so einige Mängel des Plans zu erkennen. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, und das meiste, was auch festgenagelt ist, würde von starken Stürmen verweht werden. Es entstehen überall gleichzeitig Super-Hurricanes. Städte an den Küsten werden von riesigen Tsunamis ausgelöscht, während sich die Ozeane auf die Kontinente verlagern. Eine moderne Studie fand weiteres heraus. Ein Stopp der Erdrotation würde die Verteilung der Sonnenstrahlung drastisch verändern und zu extremen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht führen. Der Äquator würde unerträglich heiß werden, während die Pole in ewige Dunkelheit und Kälte getaucht wären. Auch die Ozeane würden sich verschieben. Einige Regionen würden überflutet und andere ausgetrocknet. Das Erdmagnetfeld würde schwächer werden oder sogar verschwinden. Aber wenn man mal die katastrophalen Auswirkungen eines vorübergehenden Stopps der Erdrotation außer Acht lässt, würde dieser verrückte Plan überhaupt aufgehen? Würde dieser riesige Motor aus 1000 Raketen überhaupt ausreichen? Gemäß den Berechnungen würde sie es nicht tun. Der 1000-Raketen-Motor würde die Entfernung, um die sich die Erde dreht, nur um wenige Zentimeter verändern. In Wirklichkeit bräuchte man rund 1 Million Milliarden Raketen. Und für diese wiederum bräuchte man etwa 2,6 mal 10 hoch 21 Kilogramm Treibstoff. Oder anders ausgedrückt, etwa das 500-fache der Masse der Erdatmosphäre. Selbst wenn man die Raketen gebaut bekommt und so viel Treibstoff produzieren könnte, die Triebwerke würden so viel Abgase in die Atmosphäre abgeben, dass es den halben Planeten verbrennt. Vor allem dort, wo man sie startet, in den USA. Das heißt, die Amis wären den Russen mit ihrer Vernichtung zuvorgekommen. Aber was haben jetzt Aliens mit diesem verrückten Plan zu tun, bei dem selbst die Amis erkannten, dass sie ihn lieber nicht in die Tat umsetzen sollten? In der Mitte der 80er Jahre war die Bedrohung durch die atomare Streitkraft der Russen und vor allem die Bedrohung ihrer übermächtigen Zarbombe immer noch sehr präsent. Der Kalte Krieg lief auf Hochtouren
Und manch einer hatte das Project Retro ja immer noch so im Hinterkopf, so unmöglich es auch erschien. Im Jahr 1985 trafen sich die Präsidenten der USA und der Sowjetunion auf dem Genfer Gipfel, Ronald Reagan und Michail Gorbatschow. Präsident Gorbatschow erzählte später von einer Unterhaltung der beiden Staatsoberhäupter während eines gemeinsamen Spaziergangs in einem Garten. Und während sie so durch den Park schlenderten, stellte ihm Reagan eine seltsame Frage. Was würden Sie tun, wenn die Vereinigten Staaten ganz plötzlich von jemandem aus dem Weltraum angegriffen würden? Von Außerirdischen? Würden Sie uns helfen? Reagans Frage kam dabei nicht von irgendwoher. Die Gefahr eines außerirdischen Angriffs nagte schon seit langem an Reagan, einem lebenslangen Science-Fiction-Begeisterten. Gorbatschows Antwort ist wohl einzigartig in der Geschichte. Er antwortete Reagan, dass die Sowjetunion Amerika beistehen wird, sollte es zu einem Angriff von Außerirdischen kommen, Seite an Seite und vereint gegen einen Feind aus dem All. Reagan habe sich sehr über die Worte Gorbatschows gefreut. Man munkelt gar, dass diese theoretischen Außerirdischen die Menschheit wieder ein kleines Stück vereint haben. Ein Schritt, um den Kalten Krieg zu beenden und sich einem gemeinsamen Feind zu stellen. Und tatsächlich leitete Gorbatschow nur wenige Jahre später das Ende des Kalten Krieges ein, legte sein Amt nieder und erhielt dafür 1990 den Friedensnobelpreis. Das heutige Video hat wirklich nur im weitesten Sinne mit Aliens zu tun. Doch dieser verrückte Plan hat mich wirklich so sehr begeistert, dass ich euch einfach davon berichten musste. Am Sonntag geht es dann aber wieder thematisch um UFOs und Außerirdische. Wenn euch dennoch das heutige Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ihr wisst ja, da freue ich mich dann wirklich sehr darüber. Und alle, die bisher zu faul waren, zu abonnieren oder die Glocke zu aktivieren und YouTube sagt mir, dass das verdammt viele sind, der klickt nun einfach mal auf den entsprechenden Button. Da freue ich mich dann noch mehr. Und damit wie immer Augen auf und bis zum nächsten Video.